Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo, in dem ich dir die Bildung des Going to Future erklären möchte. Fangen wir mit den Aussagen an, danach kommen noch die Verneinungen und die Bildung von Fragen. Also zuerst die Aussagen. Du brauchst für eine Aussage im Going to Future die folgenden Zutaten. Die entsprechende Form von to be, dann brauchst du noch going und zuletzt brauchst du den Infinitiv des Verbs, das du benutzen willst, mit to. Schauen wir uns zwei Beispiele dazu an. I am going to buy a new car. Ich werde ein neues Auto kaufen. Das zweite Beispiel. You are going to buy a new car. Also Form von to be in der ersten Person Singular ist klar, ist am und in der zweiten ist are, deswegen ist das hier unterschiedlich. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Ja, das sind also die Zutaten für die Aussagen. Als nächstes, wie verneinst du solche Sätze? Ganz einfach, du musst nur not vor dem going bzw. nach der Form von to be einfügen. So wird dann also aus I am going to buy a new car, I am not going to buy a new car. Etwas aufwendiger ist die Bildung von Fragen. Du brauchst ein optionales Fragewort am Anfang, dann kommt die Form von to be, dann kommt das Subjekt und dann going und dann der Infinitiv mit to. Schauen wir uns ein Beispiel an, und zwar You are going to buy a new car. Das sieht dann als Frage aus, folgendermaßen. When, das muss nicht da stehen, das kann nur da stehen. When, dann Form von to be, are, dann das Subjekt, you und dann going und der Infinitiv mit dem Objekt. Also, you are going to buy a new car wird Are you going to buy a new car? Und wenn ich wissen möchte, wann, when are you going to buy a new car? Und wenn ich wissen möchte, warum, why are you going to buy a new car? Und so weiter und so fort. Ja, und solche Fragen kann man dann lang beantworten, indem man den ganzen Teil wiederholt. Also dann sagt, yes, I'm going to buy a new car. Man kann aber auch einfach eine Kurzantwort geben, yes, I am. Und dann ist auch klar, was gemeint ist. Damit weißt du eigentlich alles, was du über die Bildung des Going to Future wissen musst. Ob du alles verstanden hast, kannst du jetzt mit unseren Übungen überprüfen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg und sage bis bald.